Wie fühlst du dich? Zwischen Aufregung und ganz viel Angst. Das ist jetzt heftig. Wenn dann hier jemand von vorne kommt. Das ist so mega, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Oh, verflucht ist das kalt, ey. Wird schon. Ja, die Nacht war ganz erholsam an diesem Stellplatz. Jetzt nachts kam jetzt nicht so viel vorbei an Fahrzeugen. Allerdings jetzt, heute Morgen, kommen so alle 2 Sekunden irgendwie Autos oder LKWs vorbei. Das macht so ein bisschen die Aufnahme schwierig. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem ganz gut. Ja, wie gesagt, wir haben gut geschlafen, die Nacht war okay. Wir fahren dann heute auch weiter. Das Problem mit dem Internet hat sich dann gestern auch noch gelöst. Ich habe noch den Support angerufen von dem Prepaid-Anbieter. Das war eigentlich eine relativ einfache Sache. Das eigentliche Problem war, dass unser Telefontyp eben nicht so gängig ist und wenn man so eine Prepaid-Karte aktiviert, bekommt man dann ja eine SMS, die letztendlich diese Settings hat für das Telefon. Und wenn der Anbieter letztendlich dieses Telefon nicht kennt, dann kann er diese Settings auch nicht zusenden. So mussten wir das halt manuell einrichten. Aber wie gesagt, mit dem Telefonservice, der ist auch englischsprachig. Wir mussten nicht lange warten, das ging super schnell und dann hatten wir auch Internet gehabt. Ja. Zu den Konditionen, ich glaube, ich habe das noch in keinem anderen Land irgendwie gesehen, erlebt. Man hat hier eigentlich praktisch unlimitiertes Internet, wenn man so will, für einen wirklich schmalen Preis. Wir haben jetzt 10 € für 15 Tage 500 Gigabyte bezahlt. Das kann man, glaube ich, kaum aufbrauchen. Man kann auch 15 € zahlen, dann hat man das Ganze, also die 500 Gigabyte für einen Monat. Absolut fair. Ich glaube, das werden wir so in keinem anderen Land finden. Ach so, ja genau. Und das eigentlich das Wichtige war, wir sind gestern ja losgefahren, weil wir dann ja die SIM-Karte kaufen wollten. Wir hatten überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass wir Sonntag haben. Wir wollten ja in einen Telefonladen, das hätte das Ganze wahrscheinlich wesentlich unkomplizierter gemacht und sofort gelöst. Die hat natürlich nicht aufgehabt und ja, so sind wir dann da irgendwie kreuz und quer durch den Ort gefahren, obwohl wir es gar nicht mussten. Also da diese enge Straße, das war schon eine ziemliche Herausforderung. Naja, aber letztendlich ist das trotzdem kein Hinderungsgrund, um an Internet zu kommen, auch am Sonntag. Da geht man halt einfach dann in die Tankstelle und dort werden dann halt auch die SIM-Karten verkauft. Ja, also wer nach Montenegro fährt, die erste Tankstelle anfahren, dort sich die SIM-Karte rausholen, aktivieren. Die sind auch sehr hilfsbereit dort, einem das irgendwie einzustellen, einzurichten und dann geht's los. Für uns geht es jetzt die Küstenstraße weiter Richtung Kotor. Da wollen wir einmal Wasser auftanken, weil wir haben nur noch 15%, bevor es dann für uns in die Berge geht. Wir haben von Benny einen ganz tollen Tipp bekommen. Da soll ein ganz toller Schlafplatz sein. Wir sind gespannt, wie wir da hochkommen. Es soll sehr serpentinreich und eng sein. Das könnte heute wirklich echt spannend werden. Wir waren jetzt an der zweiten Tankstelle, auch hier bekommen wir kein Wasser. Er konnte jetzt nicht so gut Englisch sprechen, hatte jetzt irgendwie nicht gesagt, warum nicht oder warum es nicht geht. An der ersten Tankstelle war der Anschluss kaputt. Jetzt müssen wir gucken. Okay, cool. Also, er hat gefragt, wie viel Wasser wir haben wollen. Ich habe gesagt, klar, 400. Wir haben halt einen großen Tank und er sagt, ja, 4 € will er dafür haben. Das ist okay, also wirklich. Passt.
Also Tankstellen kann man schon anfahren, wenn man dann halt mal irgendwie Wasser braucht. Ist auch trinkbares Wasser, hat er gesagt. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass uns das Navi hier jetzt hochjagt. Also es ist richtig eng. Das ist irgend so eine, keine Ahnung, Beton-Serpentinstraße. Also wenn hier jemand von vorne kommt, dann Jetzt bin ich im ersten Gang, also im Kriechgang. Ich hoffe, dass wir hier überall durchkommen. da wird's eng. Okay, da kommst du vorbei, locker. Doch, das ist alles gut. Was ein Abenteuer. Aber wir kriechen hier die engsten Haarnadelhosen hoch. Also das finde ich ja richtig geil gerade, ne? Muss ich mal sagen. Ohne Probleme. Ist ganz schnell, wenn Bäume sind vielleicht. Okay, alles gut. Jo, passt. Kann man dichter hier an der Mauer, weil ich weiß nicht, wie weit es da runter geht. Und wie fühlst du dich? Zwischen Aufregung und ganz viel Angst. Das ist so mega geil, ey. Ich freue mich richtig. Das ist so mega, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Das Geil. ist einfach nur geil, der Hammer. Macht so einen Spaß. Und noch mehr solche Wörter bitte. Das ist total cool. Also es macht so eine Freude, mit Uli hier hochzufahren. Also genau für diese Straße bin ich so dankbar, dass wir so einen kurzen Radstand haben. Du kommst überall gut rum, auch die Breite, die er hat. Wenn uns Autos entgegenkommen, können wir auch an Stellen, wo mal eben mal keine Buchten sind, uns irgendwie noch aneinander vorbeischieben. Ne? Das ist echt gut.
verflucht ist das kalt, ey. Wahnsinn. Wir haben irgendwie so 2 Grad oder sowas gerade, also eben, dass es nicht friert und es ist nass. Wind weht. Ja. Ja, aber wir wollen ja in den Bergen sein, ne? So war das doch. Das ist ja auch super schön hier. Ja, ist es auch, aber wirklich. Ja, naja, so ein bisschen diese Herausforderung der Kälte, das muss halt irgendwie auch mal ausprobiert werden. Ja. Ja. Wir hatten das zwar schon im letzten Winter gehabt, als wir noch bei unserer Familie standen, aber so unterwegs ist es nochmal was anderes. Ja. Aber in der Kabine ist schön warm, ne? Da ist alles gut. Ja, genau, also mit der Heizung, das funktioniert wirklich gut, muss man sagen. Ja. Ja. Odin selber tut sich ein bisschen, ich will nicht sagen, tut sich schwer, aber das kannten wir. Also wenn es kalt wird, dann startet er halt ein bisschen schlechter. Ne? So, also trotz Vorglühen. Ja. Aber ja, das ist normal. Genau. Wir sind heute auf 1400 Meter. Hier haben wir jetzt 2 Nächte übernachtet und es ist einfach schön hier in den Bergen. Deshalb wollen wir probieren, ob wir noch weiter in die Berge reinkommen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, ein Kloster zu besichtigen. Das sind 2 Stunden Fahrt, einmal durch die Berge durch. Wir schauen mal, wie das Wetter so auf den Straßen ist und wie weit wir heute kommen. Und wo wir so ein bisschen Sorge haben, ist halt, dass die Straßen, weil es so glatt werden können, weil es halt so kurz vor der Gefriergrenze ist. Und in den Bergen ist es, unterschiedlich kalt jetzt. Ne? Also je nachdem, wie hoch wir dann kommen, kann es dann schon mal auch an den Gefrierpunkt kommen. So. Und die Erfahrung mit Odin, ja, im letzten Winter sind wir jetzt nicht so viel gefahren halt, ne? Und schon gar nicht in den Bergen. Da muss ich auf jeden Fall ein wachsames Auge haben. Ne? Außentemperaturanzeige haben wir auch nicht. So wie in den modernen Fahrzeugen irgendwie eine Glatteiswarnung oder sowas gibt es hier natürlich auch nicht. Da muss man sich dann schon auf seinen gesunden Menschenverstand verlassen. Ja, es ist so kalt, dass man sogar den Atem kondensieren sehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, man sieht es. Also, ja, so viel dazu. Ab ins Warme, in die Sonne. Ja, aber es ist einfach auch ein geiles Abenteuer. Es macht auch Spaß irgendwie, muss ich sagen. Ich bin gerne hier. Also es macht mir gar nicht jetzt so viel aus, dass es kalt und stürmisch ist. Ist irgendwie auch gemütlich. Wolltest du noch aussteigen, um den LKW zu filmen? Ich steige heute nicht mehr aus, um den LKW zu filmen. Es wird zu kalt. Erstmal warm werden und dann sehen wir weiter. Ja. Also hier unten ist es schon nicht mehr so kalt wie da oben. Irgendwie habe ich mir das genauso vorgestellt, so durch diese Bergläufer zu fahren. Die Straßen sind halt ein bisschen schmaler und es ist alles irgendwie so gemütlich. Oh, von vorne kommt auch mal ein Auto, wie da zum Beispiel. Und ja, dann wird man sich schon irgendwie arrangieren. Ja, das gefällt mir irgendwie gut. Also die Straßen sind richtig gut ausgebaut hier in Montenegro. Und du findest eigentlich hier ich würde sagen, an jeder Ecke immer irgendwie eine Möglichkeit, dich hinzustellen und dann zu übernachten, wenn es halt dann irgendwie doch länger dauert, als man denkt. Das finde ich richtig gut. Also das habe ich irgendwie in Kroatien so gar nicht gesehen. Ja, war das schwierig. Aber hier findet man immer irgendwie, es sind
große Plätze einfach mit Schotter, wo man sich dann draufstellen kann. Und ja, dann stellt man sich hin, pennt und fährt den nächsten Tag weiter. Keine Ahnung, nimmt man jetzt ein ganzes mit? Ja, weiß nicht. Das sind doch recht viele, ne? Ja. Also, weiß ich nicht. Eine ganze Stiege. Keine Ahnung, wo man die reinpackt. Hast du noch die andere Eierpackung? Nee, die habe ich kaputt gemacht. Okay. Ja, dann. Geht ja nur so. Oder hier in der Tüte. Nee, die gehen ja eher kaputt. Die haben ja nichts zum Reinpacken. Ja, dann nehme ich eine ganze Packung mit. Ja. Dann. €4,20 für einen ganzen Eimer Waffeln. Die sehen aber auch richtig gut aus, ne? Ja, total. Den habe ich. Also wir haben das erste Mal jetzt in einen etwas anderen Lebensmittelladen eingekauft, aber wir haben alles bekommen. Wir haben Brot, wir haben Gemüse, wir haben eine riesengroße Packung Eier für die nächsten 3 Wochen und wir haben irgendwie 11 € bezahlt. Ja. Also ich finde das irgendwie schön, so in einheimischen Läden einzukaufen. Die waren auch total freundlich und habe ja auch noch ein paar Worte beigebracht auf, ja, weiß nicht, ist das Montenegrisch oder ist es dann doch irgendwie Russisch? Oder ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ist schon ein bisschen peinlich. Naja, auf jeden Fall sehr freundlich, war lustig und hat Spaß gemacht. Jetzt geht's weiter. Rock'n'Roll. Da vorne übrigens, wenn ihr da mal hinguckt, sieht ja aus, als ob das alles voller Nebel ist. Das sah von oben auch so aus und dachte mir so, oh, wie idyllisch und Dorf im Nebel, schön. Ja, nee, das ist alles vom Feuerholz, dass das hier verbrannt wird. Und es riecht auch entsprechend. Ja, das ist alles Rauch. Also wenn man sich hier länger in der Straße aufhält, muss er erstmal seine Klamotten waschen. Ich frage mal nach, ob wir ja durch dürfen. Da sind irgendwie Baustellen hier, da sind Bauarbeiter, ich frage mal nach. Nö. Das sieht richtig schmal aus. Ja, aber wir sind ja auch nicht breit. Okay, ich habe Angst. Wird schon. Wenn die da durchkommen, kommen wir auch durch. Okay. Ja, es ist locker. Okay. Dafür haben wir ihn gebraucht. Das stimmt allerdings. Jetzt sind wir über jede Kurve rumgekommen mit Odin. Hier müssen wir tatsächlich mal einmal nachsetzen. Aber es macht total Spaß. Also, es geht richtig gut. Also ich freue mich richtig. Wie gut es sich anfühlt, mit Odin jetzt hier diese Septime hochzufahren. Wir
sind jetzt hier am Kloster angekommen und die Fahrt war echt spektakulär hier hoch. Also manchmal ist mir da schon der Atem so ein bisschen gestockt, wenn es so um die engen Serpentinen ging, ob wir da hochkommen. Aber Nikolas hat das toll gemacht und die Landschaft hier, habt ihr auch gesehen, echt richtig schön hier in der Umgebung. Und jetzt gucken wir uns das Kloster an. Richtig schön hier. Das ist echt total toll. Ja. Mir gefällt das auch sehr gut. Ja, hat sich total gelohnt, dass wir hier den hochgefahren sind, den Weg. Man hat das ja so bei anderen Instagrammern und YouTubern dann auch schon mal gesehen. Genau, aber das so selber zu sehen, ist schon echt beeindruckend. Das ist direkt so am Felsen und ja. Ja, hier darf man leider dann nicht mehr filmen, zumindest da drin nicht. Wir werden nochmal versuchen, ob wir irgendwie also von hier irgendwie so einen Blick drauf werfen können, aber drin werden wir nicht mehr filmen, weil es halt verboten ist und da halten wir uns natürlich auch dran. Wir haben jetzt so einen Balkon hier erreicht. Ich glaube, hier stören wir wirklich niemanden. Deswegen haben wir uns durchgerungen, doch noch mal kurz was zu sagen, weil man darf es hier nicht aufnehmen, aber es ist so fantastisch einfach hier. Die Bilder, die man an der Wand sieht, es sind so kleine Mosaikbilder aus Steinen zusammengesetzt und eben gerade waren wir in so einer Art Gebetsraum, wo ein Priester drin saß. Wir haben uns erst gar nicht getraut, da reinzugehen. Das war auch alles ganz eng. Man musste uns so runter einkauern, um dann da irgendwie durch durch die Tür durchzukommen und durch ein Loch durchzugehen, wo dann ein Sarg aufgebahrt war, wo dann der Priester saß. Und wir wussten eigentlich erst gar nicht, was das da soll, bis dann ein junges Pärchen reinkam. Und die sind dann dahin und haben dann irgendwie, also nicht gebetet, sondern irgendwie, als wenn das eine Pilgerstätte dort wäre, wo man hingeht und einmal kurz sich kreuzigt und dann sind sie halt wieder weiter. Ne? So. Und ich glaube, der Priester hat auch irgendwas zu denen gesagt, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe nur noch mal versucht, mit dem Priester irgendwie zu reden, aber die konnten halt kein Englisch und naja, er hat uns was gegeben im Übrigen. Und zwar so ein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also kann uns einer davon sagen, wofür das da ist. Ist das vielleicht irgendwie eine Pilgerstätte und man bekommt hier irgendwie sowas? Mit jeder Pilgerstätte kann man das dann irgendwie sammeln oder ich weiß es nicht. Naja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Wir haben noch einen Bediensteten gefunden in dem Kloster, der konnte auch Englisch sprechen und der hat uns erklärt, dass dieses Kloster gar nicht deswegen so berühmt ist, weil es in den Fels gebaut wurde, sondern weil hier ein sehr berühmter europäischer Heiliger liegt und dass die Leute hierher kommen, also hierher pilgern auch, um dann für Heilung zu bitten oder ja, für Wohlergehen. So habe ich das zumindest verstanden. Wir werden uns jetzt aufmachen und einen Stellplatz suchen und natürlich geht es dann auch wieder runter. Mann, das war echt mal ein ganz schöner Ritt hier hoch. Also richtig spannend. Das hatten wir ja mit Odin so noch nicht gehabt. Ja, gerne mehr davon irgendwie, ne? Oder was sagt ihr dazu? Naja, auf jeden Fall, wir werden uns jetzt noch was zu essen machen. Yvonne ist schon dabei. Wie ihr seht, heute gibt es unser costa-ricanisches Gericht, Gallo Pinto. Ist ganz lecker, ist mit Reis, Bohnen und einer Salsa-Soße. Mit einem Spiegelei dazu. Naja, es ist bitterkalt hier draußen auf jeden Fall. Die Heizung läuft schon auf Hochtouren. Es ist also wirklich richtig, richtig kalt hier oben. Wir werden uns das jetzt nur noch gemütlich machen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns was in die Kommentare. Abonniert auch unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und naja, gebt uns einen Daumen. Das würde uns auch sehr freuen. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag.